Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Asus ROG Strix und zwar ein G17 und ich zeige euch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Gerät nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellbezeichnung finden wir bei dem Gerät auf der Rückseite, und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Generell kann man noch sagen, ein Displaytausch ist hier relativ einfach. Man muss dafür nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Die Tastatur und das Touchpad kommen beide mit dem Topcase zusammen. Um das Gerät zu öffnen, muss man als erstes alle Schrauben lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und hier ist es so, dass das Schraubenlayout ein bisschen verwirrend ist. Es gibt unterschiedlich lange Schrauben. Und zwar haben wir lange Schrauben hier und hier. Und wir haben kurze Schrauben, einmal hier vorne und hier. Und das heißt, das sollte man sich auf jeden Fall merken und die Schrauben dann auch getrennt aufbewahren. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Aufsätze und auch Schrauben mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar einen PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo die Gehäuseunterseite eigentlich mit dem Gerät verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um eine Öffnung zu finden. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut sehen kann. Aber hier läuft das einmal um das Gerät herum. Das geht dann hier weiter. Und auch an der Rückseite. Und im Normalfall ist das nicht besonders schwer, die abzuziehen. Die wird hauptsächlich von den Schrauben gehalten. Aber ja, zum Öffnen nehme ich jetzt hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu finden. Und in dem Fall probiere ich das jetzt mal von der Rückseite. Und dann versuche ich hier dazwischen zu gehen und die Unterseite nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Rutschen und hin und her wackeln funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn sich die Einraststellen lösen. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Und so kann man sich jetzt einmal um das Gerät herumarbeiten. Meistens kann man dann auch schon eine Öffnung finden mit den Fingern. Und wie man hier vorne schon sieht, hat sich das da eigentlich schon super gut gelöst. Falls es mal irgendwo nicht so gut geht, dann macht man einfach genau in der gleichen Technik weiter. Und dann kann man das irgendwann einfach abziehen. So, hier gibt es eine Besonderheit. Und zwar ist die Flachbandkabel für die Außenbeleuchtung ist an der Unterseite befestigt. Und wenn man die jetzt gelöst hat, muss man auf jeden Fall erst einmal diese beiden Kabel lösen, dass man die da nicht rausreißt. Also hier kann man das sehen. Da läuft das Kabel lang. Und das ist hier mit einem
Kippschalter verbunden. Das heißt, man kann nicht einfach hier an dem Kabel ziehen. Man klappt das erst nach oben, die weiße Seite, und kann das Kabel dann hier rausziehen. Genau, es gibt da eben 2 davon. Auf der Seite auch, und da funktioniert das genauso. Da also unbedingt darauf achten, dass man die Unterseite nicht einfach wegreißt, sondern dass man erst diese beiden Kabel hier trennt. Ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, damit das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr bekommt. Und hier sehen wir den Stecker, der den Akku verbindet. Und der wird hier von diesem silbernen Bügel gehalten. Den schiebt man zuerst nach oben. Und dann kann man den Stecker einfach hier nach oben hin wegziehen. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen über dem Akku die 2 RAM-Slots. Wir sehen hier drüben die SSD. Und genau genommen kann man in dem Gerät 3 SSDs einbauen. Das ist einmal hier und auch jeweils hier passen auch noch mal 2 SSDs rein. Hier sehen wir die Lüfter und den Heatsink, der die CPU und GPU kühlt. Und das WLAN-Modul sitzt hier unter dieser SSD quasi unten drunter. Und da laufen die Kabel. Um den Akku auszubauen, muss man diese Schrauben hier lösen. Und danach können wir den Akku einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Hier ist noch ein Klebeband dran. Ja, und dann einfach gegebenenfalls auch austauschen. Den RAM auszutauschen ist super einfach. Dafür muss man nämlich nur diese beiden silbernen Klammern hier so ein bisschen zur Seite ziehen. Dann springt der einem entgegen und man muss den dann nur noch rausziehen. Kann den dann austauschen oder einen einbauen. Und das ist genauso einfach. Man drückt den hier so an den Slot rein und dann nach unten, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Die SSD, die hier drüben ist, die ist jetzt hier noch unter einer Hülle. Kann man auch super einfach tauschen. Dafür muss man nur, oder einbauen, dafür muss man nur die Schraube am Ende hier. Und dann kann man das so ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Slot ziehen. Da sieht man übrigens auch das WLAN-Modul. Genau, und diese Hülle hier, die ist auch nur draufgeklebt. Die kann man hier so einfach abziehen, was ich jetzt nicht mache, weil die einfach gut klebt. Und genau so kommt die auch wieder rein. Und genau so werden auch diese hier eingebaut. Auch die kommen einfach in den Slot, werden nach unten gedrückt und dann hier verschraubt. Super, dass hier die Schrauben auch schon dabei sind. Und schon hat man das. Die beiden Lüfter kann man bei diesem Gerät einzeln tauschen. Also man kann die einzeln bestellen. Man kommt allerdings da nur dran, wenn man den kompletten Heatsink abbaut. Der rechte geht eventuell auch ohne, wenn man das hier ein bisschen hochzieht. Aber generell ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn man die Lüfter tauschen will, sollte man auch den Heatsink abbauen. Und der wird von diesen Schrauben hier gehalten. Die müssen alle raus. Die Lüfterschrauben selber müssen natürlich auch raus. Und ja, wichtig eben auch, dass man natürlich dann die Lüfterkabel auch trennt. Das ist einmal hier und einmal hier. Und bei so dünnen Kabeln würde ich da auch nicht direkt dran ziehen. Da würde ich eher versuchen, den Stecker selber zu greifen und den dann rauszuziehen. Ja, und falls man eben mal auch nicht weiß bei den neuen Lüftern, wie rum kommt das Kabel rein. Man kann hier so kleine Kontakte sehen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut sieht. Genau. Und diese Kontakte zeigen bei dem Modell nach unten, wenn man das Kabel wieder verbindet. Und da einfach nur drauf schauen, dass der dann auch wieder richtig drin steckt.
fest reindrücken. Genau, und dann kann man eben den Heatsink abnehmen, die Lüfter eintauschen und dann den Heatsink wieder drauf machen und alles fest verschrauben. Also im Grunde genommen schon keine schwere Sache. Um den Akku jetzt wieder einzubauen, legt man den einfach zurück auf das Gerät, auf die Gewinde. Der hat hier auch so kleine Öffnungen, die genau auf die Noppen hier passen. Das heißt, genau da legt man den einfach drauf und dann hat man schon automatisch die richtige Position. Das Klebeband mache ich jetzt einfach wieder mit hier drauf. Warum auch nicht. Und dann kann man den wieder verschrauben. Und ganz wichtig, am Ende nicht vergessen, das Akkukabel auch wieder zu verbinden. Da schauen, dass die Brücke eben ganz oben ist. Und dann steckt man das drauf, drückt ein bisschen nach unten und dann kann man auch die Brücke wieder drüber schieben und stellt so sicher, dass der dann auch wirklich wieder ganz fest sitzt. Für die Gehäuseunterseite hat man jetzt eben auch wieder das Spiel mit den Kabeln. Und ja, da ist es eben so, das ist ein bisschen Gefriemel, aber das legt man sich einfach hier hin und dann wie gesagt einmal hier und einmal hier. Und da einfach schauen, dass wirklich vorher, dass man den Stecker aufgemacht hat. Und dann kommt das Kabel von dieser Seite, wo man hier auch, man sieht hier nämlich auch so eine schwarze Linie. Und genau da kommt das Kabel wieder rein. Man den Stecker wieder rum. Und das macht man auf beiden Seiten. Und dann kann man die Unterseite einfach wieder fest draufdrücken. Und da kann man auch wirklich fest draufdrücken, dass alles wieder einrastet, auch in der Mitte. Und ich gehe dann am Ende einmal drumherum, schaue, dass nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Und dann kann man das wieder verschrauben und hat es erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.